Die beliebteste Klasse der Tuning-Zylinder ist immer noch die der 177er Zylinder. Das hat einen ganz einfachen Grund. Die meisten Wespen sind immer noch Vespa Large Frame mit 125 oder 150 Kubik. Und für eben diese Klasse der 177er haben wir unseren ersten eigenen Zylinder auf den Markt gebracht und den möchte ich heute vorstellen. Der SIP Performance 177 ist also ein Zylinder für die Small Blocks der Vespa Large Frame Modelle. Und er ist ein echter Allrounder geworden. Entwicklungsziel war es, dass man mit diesem Zylinder nie die falsche Wahl getroffen hat. Im Fokus standen Alltags- und Tourentauglichkeit. Der Zylinder lässt sich also so gut wie mit jedem Setup gut kombinieren. Technisch ist er auf dem aktuellen Stand. Das Material ist Aluminium mit einer beschichteten Laufbahn und das Ganze zu einem sehr guten Preis-Leistungs-Verhältnis. Der Zylinder verfügt über 6 Überströmkanäle. Seitlich jeweils 2 Seitenüberströmer, hier zentral 2 Boostports und über einen großen ovalen Auslass, der relativ rund und damit sehr touren- und alltagstauglich ist. Der Auslassflansch besteht aus Stahl und wird angeschraubt. Das hat den großen Vorteil, dass ein Stahlflansch wesentlich robuster ist als ein angegossener Aluminiumflansch. Der Zylinderkopf besteht natürlich ebenfalls aus Aluminium. Die Zündkerze ist seitlich angesetzt, sitzt aber mittig im Rennraum und der Zylinderkopf verfügt über eine zusätzliche O-Ring-Dichtung hier oben und damit das Ganze immer schön dicht bleibt, hat er auch eine 8-fach-Verschraubung, diese 4 Langmuttern, die auf die normalen Zylinderstehbolzen kommen und zusätzlich 4 M6-Schrauben, die zwischen den Stehbolzen für einen sicheren Sitz sorgen. Der Kolben ist relativ leicht ausgeführt. Er hat hier so eine Einfahrbeschichtung, die dafür sorgt, dass sich der Kolben während der Einfahrzeit besonders gut an die Zylinderlaufbahn angleicht. Er hat 2 Kolbenringe, 1 mm Stahlringe, also sehr widerstandsfähig, genauso wie die C-Klipse für den Kolbenbolzen. Die verliert man eigentlich auch so gut wie niemals und der Kolbenbolzen ist bikonisch ausgeführt, also ebenfalls gewichtoptimiert. Im Lieferumfang von jedem Zylinder befinden sich 2 Spacer, nämlich einmal für 3-Kanalmotoren, also PX oder späte Sprintmodelle zum Beispiel, und ein Spacer für 2-Kanalmotoren, zum Beispiel VNB oder frühe Sprintmodelle. Dazu gibt es jeweils 3 Dichtungen, damit man den Zylinder auch in der Höhe richtig ausdistanzieren kann. Jetzt wollt ihr natürlich wissen, wie der ganze Bums läuft. Da hinten steht zufällig ein Roller, wo der Zylinder verbaut ist. Den schiebe ich mal auf den Prüfstand. Jetzt stehe ich auf dem Prüfstand mit unserem Testroller. Das ist eine ganz normale PX 125. Der Motor ist absolut Standard. Ich habe nur unseren neuen 177 Performance-Zylinder verbaut und einen SIP Road 3.0 Auspuff. Und damit probieren wir jetzt, was auf dem Prüfstand rauskommt. Das ist jetzt der letzte Lauf, den ich hier aufgerufen habe. Man sieht ganz schön 15 PS, 18 Newtonmeter. Für ein so einfaches Setup wie hier ist das ein wirklich schöner Wert. Vor allem, wenn man sich die Form der Kurve anguckt. Die ist sehr breit, sehr harmonisch, sehr gleichmäßig. Ich kann euch das ja mal ein bisschen einordnen, was das bei einem ähnlichen Setup mit anderen oder vergleichbaren Zylindern bedeuten würde. Zum Beispiel der Polini, der würde seine Leistung minimal früher abgeben, hätte dafür aber nicht dieses schöne Band hier hinten raus. Andere moderne Zylinder haben vielleicht die Leistung etwas später, aber die haben halt nicht dieses schöne Drehmoment und diesen gleichmäßigen Anstieg im vorderen Bereich. Das ist im Prinzip genau das, was ich am Anfang des Videos angekündigt habe. Der Zylinder soll für alle Einsatzzwecke die richtige Wahl sein, für den Alltag, für den Pass oder was man auch immer anstellen möchte. Und er bietet auch noch genug Reserven für höhere Ausbaustufen. Wenn euch das Video gefallen hat, nicht vergessen, Bimmel drücken. Bis zum nächsten Mal. Ciao.